Wir hatten eine etwas Horrornacht. Gestern wurde Apros Handy geklaut. Wir waren auf dem Roller unterwegs, auf dem Django Shortcut, und dann kam jemand von hinten und hat mir das aus der Hand gerissen und ist weggefahren. Ja, es war sehr, sehr ärgerlich gestern, sehr nervenaufreibend. Ich denke mal, dazu können wir später noch mehr erzählen. Heute etwas bewölkt. Gucken wir mal, wie es auf Bali ist. Wir warten alle jetzt auf ihren Schnellboot, Maruti Express. Das sind unsere Koffer. Genau was für mich. 2000 Euro. Ist das scharf? Aber das ist scharf Mal probieren. und hat nur 2000 gekostet. Nicht 3? Oder 3? Nee, 3000, stimmt. Also es ist tatsächlich ja, wie so eine Frühlingsrolle ein bisschen. Schmeckt gut und in der Kombination mit dem scharfen Chili ist geil. Kannst du mir eins davon holen? Mhm. Okay, bis dann. Also, unser Verdacht vom letzten Mal hat sich jetzt bestätigt. Wenn man etwas weiter mittig oder hinten sitzt, spürt man die Wellen viel weniger. Also so ein Tipp an alle. Die Fahrt ist viel angenehmer. Zweimal jetzt. Ja, besser als wenn Fenster zu sind. Hab ich gemerkt. Wir werden jetzt vom Service ab, dann jetzt direkt zur Villa in Seminyak gebracht. Wir sind angekommen in unserer Unterkunft in Seminyak. Wenn man reinkommt, ist gleich der Pool da mit ein paar schönen Liegen und dem offenen Wohnbereich. Fernseher. Ja, ein kleines WC. Hier ist die Küche mit den wichtigsten Sachen. Ja, es ist auch alles eher offen, ist immer recht cool. Und dann geht es die Treppen hoch. Wir haben tatsächlich 2 Schlafzimmer. Ich muss sagen, diese Villa habe ich mir nicht so richtig angeguckt. Das war eher Apros Wahl. Genau, hier ist ein Schlafzimmer mit ganz vielen Schränken, Badewanne, und hier hinter dem Spiegel, die lieben Schiebetüren hier, verbirgt sich das Bad mit Dusche. Und dann geht es hier raus. Ach, da geht's raus. Auf den Balkon. Mit so einem süßen Bett. Und dann geht es ins zweite Schlafzimmer. Ein bisschen anders. Auch hier ist wieder ein Badezimmer mit drin. Ein bisschen kleiner. Hier hat man dafür aber einen Fernseher, Schränke und einen kleinen Balkon. Jetzt besucht uns die Gastgeberin bzw. eher die Haushälterin ein Scooter. Wir wollen nämlich gleich zum Flughafen fahren und unsere Tickets nach Lombok buchen. Wir sind jetzt in einem kleinen Café auf dem Weg zum Airport. Das ist ein ganz süßer Laden. Die Menükarte war auch sieht sehr lecker aus alles. Mal sehen, wie es schmeckt, wenn es da ist. Ich zeige euch mal das Café. Total süße Nummer.
Shakshuka-Sandwich bestellt. Das sieht so lecker aus. Sogar mit Halloumi drauf. Und Abendessen kommt gleich noch. Es ist hier tatsächlich so, dass das Essen oft getrennt voneinander kommt. Wir bringen das oft gar nicht zusammen. Jetzt habe ich den Italian Stallion. Deiner sieht auch sehr gut aus. Ja, war sehr toll, also sehr, sehr lecker. Total schöne Sachen, also auch an den Nachbartischen. Das Essen sah so gut aus. Und es hat auch wirklich sehr gut geschmeckt. Easy. Now let's go to the airport. Wir haben gerade ein kleines, das heißt Problem ist halt doof gelaufen. Wir waren jetzt beim Airport, wir wollten die Tickets für Lombok kaufen. Das Ding ist, man kann sie auch online kaufen, aber das Problem ist, wir kriegen es nicht hin, online Gepäck dazu zu buchen. Und man hat nur 10 Kilo frei pro Person. Wir haben natürlich etwas mehr Gepäck. Und deswegen wollten wir hierher kommen und am Schalter buchen, weil die uns da sicher mehr helfen können. Ja, wir sind aber eine halbe Stunde zu spät. Hier machen alle Schalter schon um 17 Uhr zu. Also müssen wir morgen noch mal herkommen. So, wir sind jetzt spontan ins Einkaufszentrum gegangen. Beachwalk heißt das. Wir hatten keine Masken dabei, mussten uns welche Einfach Candylicious. An der Tür holen. Und da gab es einfach 2 Masken. Ja, also wir hatten da nicht mehr dran gedacht, aber in den Innenräumen ist ja immer noch Masken. Oh, das sieht aber lecker aus. Wir sind jetzt hier in Candylicious. 10 Euro. Tricks, Ist ja wie in Deutschland. Die sind recht teuer, die Dinger, das stimmt. Das Ja, es ist wie in Deutschland. Diese ausländischen Dings sind teuer. Jelly Belly. Das sind nicht mal 10 Euro. Das flasht doch, oder? Ja. Ja, witzige Sachen. Dino. Also Fazit ist, hier ist fast alles teurer als in Deutschland. Ja, definitiv. Naja, irgendwie auch ein bisschen logisch. Wir lieber lokal einkaufen, gucken, dass man die lokalen Geschäfte findet und dort Kleidung etc. holt. Der Rest ist überteuert. Wir sind in einem kleinen Supermarkt. Ich habe jetzt einen Mitbringsel für meine Schwester gefunden. Dann haben wir hier Banana Brown Chocolate. War das Brown Chocolate oder Brown Sugar? Nee, ist tatsächlich nur Brown Chocolate. Hier gibt es Probieren wir. Salak Chips. Und Salatchips sind die mit. Nee. Aber hier gibt es, was gibt das? Rote Beete? Nee. Purple Sweet Potato. Süßkartoffeln. Ja, aber lila. Okay. Also die haben hier ganz schön geile Sachen. Brown Rice Seaweed Crackers. Okay. Ja, ist ein interessanter Supermarkt auf jeden Die Fall. Chips-Abteilung. Oh, die hatte ich doch mal gekauft in Deutschland. Die Weißt du gehen noch? gar nicht. Was ist das denn? Sponge Crunch. Also eins weiß ich von hier, die haben extrem süße Sachen. Ja. Oreo, Birthday, Springle, mal eine andere Sorte. Red Velvet haben wir ja schon gesehen, Original ist eher am besten. Aber Red Velvet haben wir nicht probiert, also müssen wir jetzt auch nicht, aber... Nee. Also das Blueberry oder was das war hier, Ice Cream, Strawberry da war schon sehr süß. Ja, auf jeden Fall. Original am besten. Wir waren jetzt hier in Canggu essen im La Baraka. Das wurde uns von einem Freund von Apo empfohlen. Das ist italienisches Essen. Ich hatte Ravioli und Apo hatte Pizza und es war schon ziemlich lecker. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und jetzt geht es wieder zurück. Ich glaube, wir sind ca. 20 Minuten gefahren. Wir haben uns jetzt länger nicht gemeldet. Wir hatten eine etwas Horrornacht. Gestern wurde Apos Handy geklaut. Wir waren auf dem Roller unterwegs, auf dem Canggu Shortcut und dann kam jemand von hinten auf dem Roller und hat mir das aus der Hand gerissen und ist weggefahren. Wir waren jetzt gerade bei der Polizeistation in Canggu. Ja, es war sehr, sehr ärgerlich gestern, sehr nervenaufreibend. Ich denke mal, dazu können wir später noch mehr erzählen.
Aber einfach nur mal Ja, hast du kurz gesagt, das von ist hier, von Canggu Police. Wir sind jetzt beim Tanalot-Tempel. Das ist ein Tempel im Wasser. Der Eintritt hat 60.000 pro Person gekostet, also etwas teurer als die anderen. Das ist der Eingang zum Pura Luhur Tanalot. Sehr schön, sehr schöne Farben. Hier haben wir gar kein Dings bekommen, ne? Für keinen Sarong. Vielleicht gibt es vorne noch welche. Vielleicht ist es hier auch egal. I don't know. Also es ist ein riesen Gelände tatsächlich. Hier kann man Fotos mit Schlangen machen. Hier gibt es tatsächlich ganz viele kleine Tempel auch. Hier ist der Pura Enjungalu, das war ja der Tanalot da hinten da. Und auch auf der Seite viele kleine Tempel. Es ist nicht nur der eine im Wasser, den man hier besichtigt und für den man zahlt. So, wir sind jetzt durch mit dem Tempel. Wenn man möchte, kann man dort mehr Zeit verbringen. Man kann noch viel mehr rumlaufen. Und es geht auch in 2 Richtungen. Aber da wir sowieso gerade nicht entsprechend gekleidet sind und man am Anfang hier auch keinen Sarong bekommen hat, haben wir uns dazu entschieden, jetzt zu gehen. Wir sind back. Ich musste noch ein bisschen den Schock verarbeiten. Gestern haben wir auch nicht mehr viel gemacht, waren eigentlich nur auf den Märkten unterwegs, haben was gegessen, ein bisschen einen entspannteren Tag gemacht. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Haushälterin, weil wir jetzt hier aus dieser Villa auschecken. Unser Taxifahrer ist auch schon da und dann geht's zum Hafen Padang Bai und dann fahren wir mit der öffentlichen großen Fähre 4 Stunden lang nach Lombok und dann beginnt ein neues Kapitel. Also wir sind tatsächlich in diesem Pool einmal geschwommen, haben wir hinbekommen. Ja, zum Schwimmen auf jeden Fall schöner Pool. Was gibt es zu dieser Villa zu sagen? Also das war ein totaler Reinfall. Der Pool sieht schön aus und wir glauben, dass es wirklich mal eine tolle Villa war. Auch die Größe, aber sie wurde sehr vernachlässigt. Also hier wird nur oberflächlich geputzt. Die Möbel sind schon veraltet und dreckig. Ich kann euch mal so die besten Beispiele zeigen. So eine Tonne sollte ja nicht viel kosten. Ist schon kaputt. Hätte man mal auswechseln können. Und die Küche haben wir überhaupt nicht benutzt. Alles verkalkt. Badezimmer genauso. Es sieht richtig schlimm aus im Badezimmer. Also ja, hier wird nicht wirklich geputzt. Alles verkalkt. Man hätte einen Schwamm austauschen können. Die Geräte. Lasst euch das sehen. Also ja. Total eklig. Der Kühlschrank funktioniert nicht. Licht ist zwar an, aber der kühlt nicht. Ja, also überhaupt nicht empfehlenswert. So. Oh nee. Es sind schon viele Wochen vergangen, seitdem wir wieder in Deutschland sind. Trotzdem wollten wir nochmal von der Sache mit dem Raub bzw. Diebstahl, wie es die Versicherung nennt, sprechen, um euch das auch einfach mit auf den Weg zu geben, damit euch nicht das Gleiche passiert wie uns. Es war eine echt beschissene Erfahrung. Also der Tathergang war eigentlich relativ einfach. Wir waren auf dem Roller unterwegs. Ich hatte das Handy in meiner Hand, weil ich es als Navi benutze. Und dann kam von hinten jemand angefahren, auch auf dem Roller, ist ein kleines Stück neben uns hergefahren und hat mich angeguckt. Und ich dachte, das ist so einer wie die anderen auch, die zwischendurch mal Hallo sagen, wo kommt ihr her und so. Das ist uns ja auch öfter passiert. Und dann hat er auf einmal nach dem Handy gegriffen. Also ich habe noch versucht festzuhalten und das Ding irgendwie zurückzuziehen und ich habe geschrien und dann ist er weggefahren und erst da hat Apo das dann auch irgendwie realisiert. Der war ja eigentlich aufs Fahren konzentriert. Genau. Und dann wollten wir hinterher und dann ging unser Motor aus. Wir wissen immer noch nicht, warum genau. Und dann sind wir nicht hinterhergekommen. Das waren auch mehrere. Dann kamen ein paar andere Motorradfahrer, die
wollten uns dann helfen, aber im Endeffekt hat das alles nichts gebracht. Keine Chance, die waren zu schnell. Wir gehen davon aus, dass sie auch ziemlich in der Nähe wohnen oder irgendwie, keine Ahnung, ihr Lager haben, was auch immer, denn innerhalb von 2 Minuten hatten sie auch schon die ganzen Funktionen deaktiviert, wie wo ist und sowas. Also die kommen da so schnell rein, egal ob mit Passwort oder ohne. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt da genug Programme für, um das Aber das ganz Handy einfach war ja an. Also ne, wir hatten ja die das tun Navi. es auch so. Okay. Wir haben ja auch mit anderen gesprochen. Es kommt sehr häufig vor in Bali. Selbst wenn das Handy zu war, die kommen da einfach ganz schnell ran. Und auch um wo es zu deaktivieren, bringt das nichts, wenn das Handy an ist. Die müssen trotzdem nochmal den Code eingeben. Okay. Die machen Keine einfach Ahnung, wie die innerhalb das machen, ja. von Sekunden machen die das iPhone platt. Und dann wird es ganz schnell verschifft. Das kommt auch weg. Also eine gute Sache hat das Ganze. Man muss sich um seine Daten wirklich keine Sorgen machen. Das juckt die gar nicht. Die wollen nur das Handy und dann kommt es weg. Ja, auf jeden Fall war das ein ziemlicher Schock für uns beide. Wir haben versucht, da irgendwie was zu machen, aber man spricht kaum die Sprache, beziehungsweise viele Einwohner sprechen jetzt nicht so gutes Englisch, dass sie einem helfen können. Letztlich lief es darauf hinaus, dass wir dann am nächsten Tag zur Polizeiwache gefahren sind, um in Canggu eine Anzeige zu erstatten. Davon wurde uns dann abgeraten, weil der Polizist meinte, dafür müssten wir noch mehrere Tage auf Bali bleiben. Der Dauer des Prozesses ist einfach zu lange gewesen, ne? Genau, und er meinte halt, aber wenn ihr nur ein Schreiben für die Versicherung haben wollt, können wir das direkt machen. Kostet 200.000. Ja. Haben wir dann natürlich gemacht, weil da dachten wir noch, das kriegen wir irgendwie schon von der Versicherung zurück, haben das alles geschildert. Ich durfte mich dann an den Computer setzen und das alles auf Englisch schreiben, muss man sich auch mal vorstellen. Der Typ stand die ganze Zeit dann hinter mir und hat nur geguckt, was ich schreibe und dann am Ende seine Unterschrift runtergesetzt. Die sagen da auch selber, es passiert dort ständig. Wirklich was dagegen gemacht wird auch nicht. Es kam einem irgendwie eher so vor, als wäre denen das dann auch egal. Die verdienen ja auch mit da dran. Diese 200.000 pro Versicherungsdings, das bringt denen auch gutes Geld. Eine Anzeige wäre kostenlos gewesen. Genau, dafür hatten wir. Sie dachten wahrscheinlich, Europäer können sich das zurückerstatten lassen in Deutschland oder wo auch immer die Person herkommt. Weil meistens unsere Handys versichert sind. Aber meins war natürlich nicht versichert. Ein Zufall. Sonst habe ich immer Versicherungen abgeschlossen, aber diesmal war es wirklich nicht versichert. Deswegen habe ich auch mein Geld nicht zurückbekommen. Genau. Eigentlich war so das Schlimmste für uns. Irgendwie auch vor allem für mich. Danach war Bali irgendwie nicht mehr das Gleiche. Das ist ein komisches Gefühl gewesen, ja. Ja, also wir sind auch den Tag darauf auch abgereist. Das war ganz gut, weil wir haben da dann auch wirklich so einen Cut gebraucht. Ich konnte da nicht mehr richtig schlafen. Ich hatte ständig Angst, dass irgendwer irgendwie die Daten aus dem Handy sieht und weiß, wo wir wohnen und dann dahin kommt. Auf dem Roller dachte ich ständig, wenn jemand vorbeigefahren ist oder uns etwas näher kam, die wollen uns was klauen. Also dieses Sicherheitsgefühl war komplett verschwunden und auch immer noch, Wochen später, selbst hier in Deutschland, ich denke, die Leute wollen mir gleich irgendwas klauen. Also ich bin da total paranoid geworden. Das hat sehr viel kaputt gemacht, weil wir eigentlich, Bali ist ja ganz zufrieden wunderschön, waren, ja. Wir haben so viele tolle Sachen erlebt und dann wirklich kurz vor Abreise passierte das und ich konnte damit irgendwie nicht richtig umgehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Schock zu verarbeiten. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen, was können wir empfehlen? Was wir danach getan haben, was aber eigentlich auch nicht wirklich richtig ist, ich habe das Handy halt dann versucht, eher hier in diesem Bereich zu halten, wenn wir auch mit dem Navi unterwegs waren. Schließt auf jeden Fall vorher Versicherungen ab. Keine wichtigen Daten auf den Handys lassen. Wenn ihr ein Navi benutzen wollt, das haben wir auch vor, generell auf Reisen, nehmt ein extra Handy mit. Ein altes am besten mitnehmen. Auf dem nichts drauf ist, wo ihr nur das Navi benutzen könnt. Wenn es wegkommt, tut es nicht ganz so doll weh. Und euer Handy ganz sicher irgendwo verstauen. Am besten gar keine Taschen tragen, die nicht fest am Körper sind. Wir haben auch schon von anderen gehört, dass auch Schmuck geklaut wird auf dem Roller, es werden Uhren geklaut, alles Mögliche. Und man kann sagen, dass wir da schon Glück hatten, denn wenn man dann versucht, sich das Teil zurückzuholen, die nehmen da auch keine Rücksicht drauf. Die fahren trotzdem und im schlimmsten Fall fliegt ihr mit dem Roller hin. Und bei der Geschwindigkeit ist das auch
keinen Spaß. Ich hoffe, es passiert niemandem. Aber wenn es euch passiert, Ja. lasst einfach los, weil alles andere bringt überhaupt nichts. Die sind da Genau. wirklich zu dritt, zu viert unterwegs. Mehrere Roller, die sind da auch sowas von geübt und professionell drin. Ja. Bringt alles nichts. Passt auf. Am besten nichts am Körper tragen, Genau. sondern immer schön im Roller verstauen. Ja, besser ist, genau. Also, falls euch auch mal sowas passiert ist auf euren Reisen, schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare, dann können wir uns mal ein bisschen darüber austauschen und vielleicht benutzen wir das auch einfach als so ein kleines Warnvideo für alle. Nicht alle wollen ja nur nach Bali. Ja, auch einfach um zu sehen, wie weit verbreitet das eigentlich ist und dass das oft gar nicht erwähnt wird. Wir hatten tatsächlich, bevor wir nach Bali geflogen sind, noch nie davon gehört, dass das dort eigentlich im Nachhinein, egal mit wem wir darüber gesprochen haben, eigentlich fast jeder hat so eine Erfahrung gemacht. Ja. Und das fanden wir schon ziemlich erstaunlich, dass uns das vorher niemand gesagt hat. Deswegen sagen wir euch das jetzt, damit euch das nicht Genau. passiert.